Einfach hier ab, bitte. Wenn so eine Reise nicht zusammenschweißt, dann weiß ich nicht, was uns zusammenschweißen würde. Das sehen Sie. Jetzt geht's halt erst richtig hoch. Da wird es sich zeigen, ob wir es wirklich packen können oder nicht. Hattet ihr schon mal das Gefühl zu ersticken? Keine Luft mehr zu bekommen? Ich bin mir ziemlich sicher, daran würdet ihr euch erinnern und werdet es für den Rest eures Lebens. Es dürfte zu den größten Urängsten der Menschen gehören, keine Luft mehr zu bekommen. Egal, ob man mal längere Zeit unter Wasser nicht atmen konnte oder einem die Luft abgeschnürt wird. Doch ein ganz neues Gefühl, eine neue Variation davon ist es, wenn man zwar tief einatmen kann, aber einfach keinen Sauerstoff bekommt. Das geschieht da oben in den Bergen. Bis zu der Höhe von 4.200 Metern, dem Ziel unserer Teilnehmer, verringert sich der Sauerstoffgehalt um 50%, um die Hälfte. Damit haben sie eine ganz neue Herausforderung vor sich. Bisher haben sie alles gemeistert und alles beweisen können. Einen großen Teamgeist, enorme physische Ausdauer und vor allem Willenskraft. Besonders am Hell Day hat sie nur die Willenskraft weitergeführt, Stufe für Stufe. Doch was ist, wenn die Willenskraft nun absolut keine Rolle mehr spielt? Was ist, wenn die größte antrainierte physische Ausdauer einfach wertlos ist? Was ist, wenn es einfach nur eine Lotterie ist, ob man weitermachen kann oder nicht? Eine ganz neue Form der Angst kommt nun hinzu. Nicht die Angst zu versagen, die Challenge nicht zu schaffen, die Teammitglieder im Stich zu lassen. Nein, pure, nackte Überlebensangst. Eine Angst, die nur wenige kennengelernt haben im Leben und die wirklich nicht wünschenswert ist. Da hört das Abenteuer auf, wo man wirklich Angst hat und um sein Leben kämpfen muss. Eins kann ich euch jetzt schon mal sagen. Unsere Teilnehmer hätten nicht gedacht, niemals gedacht, dass sie bei diesem Abenteuer gleich auf so viele Weisen Angst ums Überleben haben müssen. Natürlich will man gerne das Land kennenlernen, Nepal kennenlernen, aber man will wahrscheinlich auch sich selbst besser kennenlernen. Und wenn man über seine eigenen Grenzen hinausgehen kann, mental und körperlich, glaube ich, kann man davon viel auch mit nach Hause nehmen. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen, Adrenalin, neuen Dingen im Leben und versuche das Leben einfach immer wieder neu zu entdecken und nicht langweilig werden zu lassen. Ich challenge mich gerne selbst und stelle mir selbst gerne Herausforderungen. Und ich bin gespannt, auch ob ich die dann selbst bewältigen kann. Aber jetzt weiß ich nicht, wie es mit bergab ist. Auf dem Geraden oder relativ. Ja. Ist gerade, ja. Wir haben jetzt 30 Minuten. Ich frage mich, wie ich heute 8 Stunden überleben soll. Bin kurz vorm Heulen.
Also grundsätzlich, so wie ich das Team wahrgenommen habe, sind ja alle wirklich sehr, sehr ehrgeizig. Bei Nico angefangen, der ist, glaube ich, jemand, der sehr krass über seine Grenzen hinausgehen kann, bis er wirklich krass pusht. Wichtig ist, was wir schon in Kathmandu gemacht haben, den Segen für den Berg abholen. Wir haben jetzt die Halbzeit geschafft, der Strecke ungefähr. Das heißt, wir müssen den Segen ein bisschen auffrischen und holen jetzt das Ziel noch mal ab. Nein, links rum. Rechte Hand und links rum. Damit sollten wir für den Endspurt gewappnet sein. Die erste halbe Stunde jetzt war wirklich hart, weil nur Treppen ab ist echt super schwer. Mein Oberschenkel zittert auch schon, wenn ich auftrete. Ich versuche viel aus den Armen zu machen und mir die Kräfte auch für den Rest des Tages zu sparen, weil der wird wieder super hart. Oh shit. Wie war es mit den Höhenmetern gestern für dich? Also zu direkt beim Hochgehen habe ich jetzt eigentlich, bis auf da, wo ich ja den Kloß hatte, aber ich glaube, das war jetzt allgemein so die Anspannung und keine Energie mehr, Hunger, alles ist da ein bisschen zusammengekommen. Aber mein Schlaf bin ich jetzt das erste Mal unter 90% Blutsauerstoffsättigung gefallen. Sogar 1 Minute 11 und sogar das niedrigste war 82%. Ich bin dreimal in der Nacht aufgewacht, schon nach Luft geschnappt. Nein. Ich bin so aufgewacht. Wir haben noch mal so richtig eingeatmet, als hätte man so eine Atmung so mal ausgesetzt. So wie Sascha es gesagt hat, dass wenn man dann das Gefühl hätte, als ob man irgendwie einen Aussetzer oder halt zu wenig. Und deswegen bist du aufgewacht. Ich bin aufgewacht und musste so richtig Luft holen und dann konnte ich auch wieder weiter schlafen. Aber das ist verrückt. Also man merkt langsam echt die Höhenmeter einem zusetzen. Die nächsten Tage bereiten mir persönlich ein bisschen Sorge, weil die Luft dünner wird und ich halt jetzt schon auf 2.500 Meter spüre, dass die Luft dünner wird. Wohin? So scheißegal. Also hier ab, bitte. Alles gut. Langsam tief atmen. Versuch langsam und tief. Ist alles gut. Ganz tief durchatmen. Geht schon wieder, habe mich kurz reingesteigert. Ja, weil ich so wütend war einfach nur. Auf was wütend? Die Stange. Auf die Stufen. Auf alles. Die Stange einfach nur. Ich wusste ja, dass sie eine Powerfrau ist und dass sie wahnsinnig stark ist. Und wir haben uns da gegenseitig so gepusht durch diese schwere Zeit mit Regen, Matsch, Kälte.
Und dann noch mit dieser Stange, da ist einfach alles zusammengekommen. Wenn so eine Reise nicht zusammenschweißt, dann weiß ich nicht, was uns zusammenschweißen würde. Ich glaube, wir werden hier wirklich Erfahrungen gemacht haben fürs Leben. Offiziell. Finito. Wir bleiben hier, wir gehen wieder runter. Ja, okay. Vielleicht noch ein Stück. Ein kleines Stückchen noch. Bis zum Mittagessen. Nico, muss ich sagen, der hat einen sehr, sehr starken Willen bewiesen, weil ich glaube, dass bei ihm zwischenzeitlich körperlich ein bisschen problematisch war, aber er das einfach mit einem starken Willen wettgemacht hat. Am meisten hat mir geholfen, nicht abzubrechen, das Team. Auch wenn ich immer hinten dran war, wusste ich, wenn ich im Ziel ankomme, dass ich vom Team so liebevoll empfangen werde, dass es immer eine Motivation war, durchzuziehen. Das ist schon fast unangenehm, aber macht weiter. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht nur anstrengend ist, dieses ganze Rucksack auf, ab bei den Pausen. Und natürlich das Rumgefummel da dran. Eine Trinkflasche mal holen oder den Poncho rein, raus. Was da vor allem passieren kann, ist, ein paar eurer Wertsachen, und welche Wertsachen habt ihr schon dabei? Natürlich euer Smartphone, kann dann mal leicht rausfallen aus euren Taschen. Oder nicht griffbereit sein. Da haben wir aber die perfekte Lösung mit unserem Partner Rhino Shield. Rhino Shield hat unsere schönen neuen Galaxy S23 Ultra mit den Panzerhüllen ausgestattet. Die sind wahrhafte Panzerhüllen. Dadurch geht nichts mehr zu Bruch. Und wenn sie mal hinfallen, und ihr glaubt nicht, wie oft das hier geschieht, dann, nun ja, kann nichts passieren. Gerade wenn ihr so ein wertvolles neues Smartphone habt, dann wollt ihr doch sicherlich nicht, dass da was drankommt. Ideale Hülle dafür. Gerade hier in der Natur mit solchen Felsen und so weiter würde ich keinen Schritt ohne wagen. Ihr könnt jetzt auch euer Rhino Shield, eure Rhino Shield Hülle holen. Folgt dem Link unten. Außerdem finden wir es natürlich toll, dass Sie auch dieses Projekt so unterstützen als Partner. Und zusätzlich haben Sie uns auch noch ein paar Straps gegeben, die man ganz leicht einfach mit der Hülle und dem Smartphone kombinieren kann und dann das Ganze praktisch am Körper hat. Also probiert es einmal aus. Ohne würde ich so ein teures Smartphone nicht holen. So. Werbung gemacht. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? So flach oder flacher? Sascha, wie lange laufen wir jetzt? 1,5 Stunden oder so? 1,5 Stunden ist normal. Sagen wir mal so, wenn ihr mit Cam und so etwas, ich weiß nicht, ob ihr wieder vorauseilen wollt, dann werdet ihr wahrscheinlich in 2, 2,5 da und wir in 3. Also wenn es immer nur so ganz stückweise so schmal ist, dann geht's ja. Ne? Da kann man mal kurz, wenn es dann wieder breit ist. Ich habe von dir so geile Ich check's mal ab mit denen, ob die wissen, wie der Weg gerade ist. Aber es wird, Tim, es wird nicht stufig, ne? Es wird halt echt gerade. Ich möchte nur nicht, dass es risikovoll wird, weil ihr zu weit rechts gehen müsst, wenn links die Stangen die Wand sonst Was jetzt das Problem ist, du hast viele Leute, die runtergehen. Ich mach das genau andersrum wie du. Aber ich suche die ganze Zeit 2 Zugriff. Wir haben es jetzt. Kram. Rucksack. Oh, sorry, Nico. Ich hatte bei mir auch noch eine drin. Paul ist halb Mensch, halb Maschine, glaube ich. Also Paul ist echt pure Power in unserem Team. Tim, grundsätzlich ist er eher ein Mensch, der sehr viel mit dem Kopf arbeitet. Der bringt nie unüberlegte Sätze von sich. Er ist kein Mensch, der sehr leicht mit Emotionen nach außen kommt, der überschwänglich auf etwas reagiert. Aber wenn er etwas sagt, dann hat es Hand und Fuß. Und er ist auch so ein bisschen der Stratege hinter der Art, wie die Hantelstange getragen wird. Der klassische Armwechsel ist angesagt.
Wir wechseln das Ganze von links nach rechts, von rechts nach links. Alle 10 Minuten, sonst entsteht so ein Ungleichgewicht. Und das tut dann später in dem Nacken weh. Aber ich glaube, wir haben eigentlich einen ganz guten Zug drauf. Vorher sind wir alle gerade sehr gut. Ja, normales Trekking-Tempo. Let's go. Wir lassen das Pferd vorbei. Some of our guides were saying, oh, maybe if they use the neck strap as well, so they would have a strap that was going from the bottom of the rucksack up to the neck, then that would be like a little bit more support, so they'll have less on their shoulder and they would be less tired. But it's a tough one because if you haven't used that system, then you can feel a lot of tension on the necks. Nee, gar nicht. Ich habe nur Angst, dass wenn es runterfällt, das Einzige, wo es reingeht, ist die Beine. Wenn du in der Zeit so gehst. So. Now you are in bamboo. Yes! Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin die Strecke eben runtergesprintet. Also wirklich. Das gibt's doch nicht. Wollen wir die da in die Mitte? Tag 4, check. Oh mein Gott! Yes. Krass! Geil, Mann. 1, 2, 3. 4! Zeit Nummer 4! Geil, Mann. Jetzt haben wir über die Hälfte. Geil. Ich lieg dann hier völlig verklebt im Schlafsack, konnte nicht duschen, das Wasser war weg oder es war zu kalt und denke dann einfach so ein bisschen über die Verhältnisse bei uns zu Hause nach. Ich glaube vor allem, dass man noch dankbarer ist für alles, was man einfach hat. So, ob das eine heiße Dusche ist, die man jetzt viel mehr wertschätzt als jemals zuvor. Aber auch, wahrscheinlich auch wie nichtig eigentlich teilweise Alltagsprobleme zu Hause sind, die hier gar keine Rolle spielen. Weil man so minimalistisch lebt, aber nicht unglücklich ist dabei. Ich habe das Schild noch nicht gesehen mit heißer Dusche. Running Hot Shower! Nee. Ich fand eigentlich eine ganz witzige Geschichte, als wir die Street Curl Challenge gemacht haben und dann die Leute alle mit der Hantel gespielt haben und mir im Prinzip erzählt wurde, dass die das sonst nicht kennen, dass es in den Bergen noch nie eine Hantel gab und dass die alle einfach so ein bisschen versucht haben zu trainieren und sich Tipps angenommen haben und einfach ein bisschen gespielt haben und Spaß hatten und dann trotzdem sich einfach alle an so einem kleinen Ding erfreut haben und dadurch vielleicht einen schöneren Abend hatten. Ganz schön erschöpfend mal wieder. Das Schlimme ist, dass zusätzlich zur sportlichen Leistung ihres Lebens der Schlaf hier nicht optimal ist. Es ist meistens etwas zu laut durch diverse Tiergeräusche draußen oder
das Schnarchen der Zimmernachbarn, da die Hütten hier nur scheinbar Papierwände haben. Die Temperaturen und natürlich auch noch die Höhenluft. So startet man nicht gerade optimal in den Tag und ist immer ein wenig müde von Anfang an. Umso besser, dass AG1 5 MTHF enthält. Was ist das? Methylfolat, eine aktivierte Form der Folsäure, die vom Körper schnell verwertet wird, um ein gesundes Nerven- und Immunsystem zu unterstützen. Doch was viel wichtiger ist für uns hier, das beste Folat trägt dazu bei, Müdigkeit und Ermüdung zu verringern. AG1 verwendet 5 MTHF, das besser bioverfügbar ist als andere Formen und in einer Verbindung vorliegt, die bereits mit dem Körper kompatibel ist. Also, abgesehen von der Nährstoffunterstützung durch 75 Inhaltsstoffe, bietet unser täglicher Morgendrink eine ganze Menge mehr. Ihr könnt das Ganze nun auch mal ausprobieren. Folgt dem Link unten in der Infobox und dann bekommt ihr auch noch 10 Travel Packs obendrauf mit eurer ersten Bestellung als kleines Iron Summit Geschenk. So, ich glaube, ich brauche mal ein ganzes Kilo von dem Zeug. Wenn alles gut geht, sind wir heute wieder um 15 Uhr da. Ich bin mal gespannt. Ja. Also die Höhenmeter heute, 1000 Höhenmeter an einem Tag, das hat noch keiner von uns gehabt. Im letzten Drittel des Trips kommt dann deine magische Grenze. Ab dann hättest du es geschafft. Achte aber bis dahin schon drauf. Ich werde dich oft genug dann ansprechen. Wir haben ja mehrere Stops zusammen. Ja. Dann gucken wir mal. Also hoch war ich noch nie. Das war maximale, war ich so 3000, 3100. Ja, ist für die meisten, selbst Ende. bei Skigebieten oder sowas. Heute übersteigen wir so ein bisschen das Ganze. Mal sehen. Dann müssen wir. Gut. Wir wollen auf 4-2. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas vergesse oder irgendwas liegen lasse. Nicht so gut. Und jetzt sind wir hier schlussendlich an Tag 4 und haben alle mehr als die Hälfte geschafft und sind, glaube ich, mehr als stolz. Nur jetzt kommt die wahre Challenge, erstmal die Höhenmeter. Das heißt, das wird noch mal eine andere Aufgabe, jetzt nicht nur ausdauertechnisch, sondern lufttechnisch, was vor allem für mich mit viel Muskelmasse, die viel Sauerstoff verbraucht, umso schwieriger wird. Ich habe richtig Angst vor heute. Sagen wir mal, ich habe richtig Respekt vor heute. Ich habe mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ist auch gut. Ja. Ich habe jetzt schon Kopfschmerzen, wenn ich nur an die Höhenmeter denke. Okay, ihr habt die zweite Hälfte jetzt erreicht. Jetzt wird es ernst, wenn es um die Höhenmeter geht. Der physische Teil ist im Prinzip vorbei. Ja, ihr werdet weiterhin die normalen Anstrengungen haben, aber ihr habt schon gestern gemerkt, dass es besser funktioniert, noch als zuvor. Die ersten 2 Tage waren da die härtesten, aber jetzt müssen wir auf die ersten Symptome der Höhenkrankheit achten. Das ist die magische Grenze, vor allem für einige von euch, die wir heute passieren werden. Wir werden mehr als 800 Meter gut machen und das schon ab 2300. Das heißt, jetzt wird jeder von euch sicherlich Symptome spüren. Wir müssen nur eben gucken, wie ernst diese sind. Sollte etwas passieren, ist der Notfallplan immer, die Person muss zurückbleiben, sich akklimatisieren bis zum Ende des Tages. Sollte es dann auch nicht funktionieren, wird diese Person dann in niedrigeren Lagen geführt und dort übernachten müssen. Und wir werden dann zu viert, zu dritt, zu zweit weitergehen müssen. Achtet auch besonders jetzt bei dem Endspurt der letzten 2-3 Tage weiterhin auf eure Ernährung und das Wasser. Ihr müsst genug trinken, auch das ist wichtig gegen die Höhenkrankheit und gegen die ersten Symptome. Nehmt weiterhin die Vitamine und Mineralien wie von AG1. Wenn ihr die jeden Morgen nehmt, dann habt ihr vor allem auch Dinge, die eure Darmbakterien weiterhin intakt halten und dafür sorgen, dass ihr die Ernährung hier oben, die meistens aus den eigenen Kulturen kommt, dass ihr die gut vertragt. Ansonsten werden wir jetzt Meter für Meter gut machen und ab jetzt geht es eigentlich nur noch nach oben und nicht mehr weiter nach unten. Vielleicht gibt es irgendeine Möglichkeit mit Karabinern, dass man die auch schnell mal abmachen kann für ein paar Passagen. Ich habe ein paar Karabiner dabei. Ich würde die wieder vorne hinten tragen, nicht mehr quer. Zu zweit, meinst du? Jetzt? Oder wann? Ja, jetzt. Es war mit Paul voll effektiv gestern. Okay. Oder eigentlich immer. Wenn man mit der Stange nicht frei laufen kann, dann ist es ein extremer Balanceakt, auch wenn es 20 Kilo sind.
Gefühl ist unbeschreiblich, wenn man jetzt weiß, man ist bei der Halbzeit oder schon sogar ein Stückchen weiter. Und man weiß, was man schon geleistet hat. Aber ich weiß ja auch, was noch auf uns zukommt. 2 Stunden haben wir jetzt. Aber es ist echt gut. Höhenmeter langsam, immer langsam, Schritt für Schritt langsam angehen. Wenn jetzt einer von uns aushält, was das? Es gibt genau hier, ich glaube, Tim hat das Gleiche mittlerweile, wenn man immer wieder gegen diesen Rand hier läuft. Dann kann man sich aber ganz gut helfen, weil diese Blasenpflaster schützen das dann, aber es ist immer wieder genau der Punkt dagegen. Kann es nicht ändern. Was passiert? Was willst du machen? Ich habe seit eigentlich längeren Bauchschmerzen und es erinnert mich voll an meine 6 Jahre Streifendienstzeit bei der Polizei. Also bevor ich bei der Kriminalpolizei war, von der Koppel und der Uniform, vor allem im Nachtdienst, Schutzweste drauf. Da hatte ich auch immer, meisten Frauen haben einfach Bauchschmerzen da, weil es gegen den Biorhythmus ankämpft. Dann dieses Gewicht permanent auf der Hüfte und so. Das erinnert mich so krass daran. Aber ich habe es nicht vermisst. Schau dir das mal an. Oh mein Gott. Wow. Mir macht das Angst, weil ich das schon mal gespürt hatte, was Höhenmeter bedeuten. Dieser plötzliche Schwindel, diese Übelkeit, man bekommt keine Luft. Und ich hatte mich zu der Vorbereitung zum ganzen Projekt, bin ich nach Teneriffa geflogen, auf den El Teide. Und genau da hatte ich das gespürt mit dem Höhenmeter. Und da, in dem Moment, hatte ich mir gesagt, ich will das nie wieder so fühlen, was ich da gespürt hatte. Und deswegen habe ich Angst, dass es hier im Himalaya ähnlich sein könnte. Weil wir nicht nur auf 3,8, wie der Berg da ist, sondern auf 4,2 gehen. Ja, atmen auf jeden Fall. Puls, was hast du? 120 steht gerade. Glaube ich aber nicht. Fühlt sich viel mehr an. Ich habe gerade 150. Kalt.
Das ist richtig kalt. Hey. Was geht? Hey Großer, wie geht's? Moin. Ist kalt, ne? Ja, ist echt so. Du bist auf 2,9. Ich weiß. Ich hab eben schon gesagt, wir nähern uns langsam der magischen Grenze. Heute bist du da. Heute bin ich da. Da kriegen wir hin. Aber Höhe im Moment, momentan alles okay? Siehst du Zwischenatmen hast du vielleicht auch? Nee. Gar nicht? Meine Beine sind komplett dicht. Ja, ja. Komplett. Du musst jetzt auch essen, Ich bin so ausruhen. gestaubt mit Blut, dass ich hochgehe. Und ich habe das Gefühl, ich trage nicht mehr diesen Rucksack. Ich trage auch Gewicht an meinen Beinen mittlerweile. Ist da Blei drin? Ja, ist wirklich so. Ich kann es hier nicht so nehmen. Das geht nicht. Eine weitermachen und eine, wo es hängt. Es hängt so an einem Mini. Wollen wir tauschen? Ne? Wollen wir das Ding tauschen? Oder? Körperlich, mental oder Höhenluft? Das sind die Beine. Beine? Die Beine sind komplett dicht. Vor allem, Soll ich den Trick verraten? Ich nutze meine Stöcke so, dass meine Beine zum Teil in der Luft schweben, habe ich das Gefühl. du schützt dich so krass auf. Ich kletter hier mit den Armen hoch. Nicht dein Ernst. Ich kann genauso gut Hand. Aber guck mal, ich glaube, ich habe Angst, dass die brechen, die Dinger. Wenn du die nicht zu weit ausgefahren hast, wie ich das die Tage gemacht habe, dann geht es. Ich kann es halt noch gar nicht einschätzen, ob es jetzt sogar einfach fucking anstrengend ist. Und auch immer der Blick nach oben und kein Ende in Sicht. Und es war halt alles klitschnass, wir waren durchfroren. Wir mussten alle 5 Meter gefühlt die Stange tauschen, ne, weil wir sie halt mit bloßen Händen getragen haben. When we are at, say, Annapurna Base Camp, the volume of oxygen is 50% less than that at sea level. So every day, the volume of oxygen is getting less and less. Woanders lang. Was ist das hier? Ich muss ablegen. Kleine taktische Fehleinschätzung. Ich dachte mir, ich bräuchte schon die Daunenjacke, aber jetzt, wo ich die 5 Minuten getragen habe, ist es unerträglich. Deswegen, der Spaß hat mich jetzt 5 Minuten gekostet. Und jetzt kann es weitergehen. Ich glaube, ich warte noch kurz auf Nico. Ich versuche ihn so ein bisschen anzutreiben, zu motivieren. Aber es fällt auch mir schwer, immer zurückzubleiben, weil sonst wird mir kalt und ich brauche so meinen eigenen Pace irgendwie. Die Stange ist auch nicht weit, also wir hängen auch noch nicht so stark zurück. Es ist noch im Rahmen und der Tag hat nur noch 2 Stunden. Namaste. Ich bin übrigens der für das Ganze hier noch nicht trainiert hatte. Und ich glaube, jeder, der auf der Couch sitzt und sich fragt, kann ich das auch, könnte ich das auch schaffen? Was soll ich dazu sagen? Also wenn ihr grundsätzlich so ein bisschen eine Grundfitness habt und jemand seid, der so richtig beißen kann und der so richtig wirklich einen starken Willen hat, dann glaube ich, könntet ihr das schaffen. Weil ich denke, das ist die Nummer 1 Frage, die sich jeder stellen würde, wenn man diese Dokumentation sieht. Verdammt! Wie? Zur Hölle! Warte, ich muss ihn nach oben nehmen. Warte, bis ich oben bin.
1, 2, 3. Ey, ich muss noch mal hier ablegen. Ich kann nicht mehr. Ey, was ist mit den Armen los? 25 Meter, 26 Meter noch, da habe ich meinen Rekord. Vamos! Ja, ich komm gleich. Oh, nicht dein Ernst. Der Spaß kommt jetzt. Es ist nicht nur, dass man wenig Luft bekommt, man hat unheimliche Kopfschmerzen und man fühlt sich gefangen. Weil man einfach so schnell außer Atem gekommen ist, nach nur ein paar Schritten, ne, und man einfach immer so diese Luftknappheit gespürt hat. Ich kann es jetzt nur für mich sagen, wie es für mich jetzt war, aber ich hab wirklich gekämpft. Komm, Vicky, hopp. Ach, fein. Das letzte Stück schaffen wir jetzt auch noch. Fuck! Noch ein Stückchen, dann legen wir sie wieder ab. Wir haben gerade erfahren, dass uns eine heiße Dusche erwartet. Ich habe in den letzten Monaten definitiv mehr Ruhe reingebracht, wenn Druck und Stress entsteht. Aber ich bin schon auch ein sehr quirliger Mensch und demnach auch ein sehr emotionaler Mensch. Wenn Druck und Stress da ist da schon auch viel Emotion da und es ist mir definitiv anzusehen. Ich glaube, nachdem ich die Stange auch hatte, war ich so am Ende von meinen Kräften war. Ich seit Stunden nichts gegessen, ist alles nass. Ich habe eigentlich nicht mehr gedacht, dann wurde es schon wieder dunkel. Ich wusste nicht, ob wir noch das Ziel jetzt heute erreichen. Ne? Und ich habe mich dann auch so ein bisschen reingesteigert, so in diese bisschen Verzweiflung und habe dann auch so ein Kloß im Hals gehabt und habe dann so ein bisschen, ja, keine Ahnung, hyperventiliert auch. Und als es aber dann wirklich da war, an diesem Ende von dem Tag, ich glaube, das war so der Moment, wo ich nicht hin wusste mit meinen Emotionen. Wir hatten mehrere schöne Momente auf dem Weg. Wir hatten die heißen Quellen, wir hatten wahnsinnig schönen Ausblick, den man häufig auch nicht genießen konnte, weil man immer nach unten geguckt hat, Stufe für Stufe. Vor allem auf den Hütten, abends auf den Hütten zusammenzusitzen. So, das waren die Momente, wo wir immer wieder ein Stück weiter zusammengewachsen sind. Oh, wie schrecklich. Komm her, komm her.
Eben habe ich echt gedacht, was ist das? Also das wäre ja schon ohne sämtliches Gewicht krass gewesen, aber und dann diese Zughilfe am Anfang, die haben mich so verrückt gemacht, dass ich einfach gedacht habe, lass uns ohne machen. Und dann waren halt viele Stopps. Aber die haben es hingekriegt. Wir wollten keinen Joker ziehen. Nee. Und jetzt ein geiles Gefühl. 3, 2. Yeah! Eine der eindrucksvollsten Funktionen mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra ist die Star Trail-Funktion. Und wir sind natürlich in der besten Position dafür, hier oben in den Bergen, bei absolut klaren Sichtverhältnissen in der Nacht und natürlich den schneebedeckten Bergen dafür, wenn man nur Geduld hat. Ihr seht, das ist ein absolut faszinierendes Ergebnis, mit dem man wirklich jeden überzeugen kann, was selbst die größten Kameras nicht so gut und problemlos hinbekommen können. Tim, hast du einen Hut? Paul, die Sherpas haben uns hier eine Konstruktion gebaut. Größte Herausforderung, vor allem war das Treppensteigen körperlich, aber auch immer wieder die Motivation zu finden, von Tag zu Tag sich den Rucksack anzuschnallen und die nächste Route zu gehen. Wann kommen die Höhenmeter? Wir kommen gefühlt nichts voran, ne? Jetzt sind wir auf gleicher Höhe. Ja, eben. Ja. Guck mal. Schaut so unecht aus. Ja. Alles grün und felsig. Als ob da einer, keine Ahnung, Zucker oder irgendwas hinkippen würde. Zucker könnte ich auch. Langsam geht's heute. Weil irgendwie ist man nach den ersten Metern nach der Pause schon wieder fix und fertig. Da kommen deine Höhenmeter. Ja, eins der Downs ist immer wieder die Frage, die aufkommt, ob wir das ganze Abenteuer überhaupt insgesamt schaffen können. Weil die Luft wird immer dünner, die Gewichte werden nicht leichter. Wir haben immer den vorherigen Tag in den Knochen. Ja, für mich ist es auf jeden Fall einfacher, nicht alle 10 Minuten stehen zu bleiben und dann eine kurze Pause einzulegen, dann wieder von Null zu starten, sondern einfach am besten relativ gleichmäßig durchzugehen. Das haben wir, glaube ich, vor allem heute ganz gut geschafft, wo wir eigentlich so mal nur kurz die Seite gewechselt haben von der Langhantel und eigentlich gleich wieder weitergegangen sind. Was denn? Da steckt ein Snickers drin. Boah. Boah. Oh, Junge. Ach, du bist nicht vegan? Ne?
Ich denke, wir können die Challenge schaffen, wenn jetzt nicht die Höhenluft irgendeinem komplett krasse Probleme verschafft. Jetzt der nächste Tag wird auf jeden Fall noch mal eine große Challenge, weil wir eben 1000 Höhenmeter zu beklimmen haben. Jetzt geht es halt erst richtig hoch. Da wird es sich zeigen, ob wir es wirklich packen können oder nicht. Nicht vegan, aber sehr geil. Das ist natürlich die Info, die wir haben wollen. Keine Pausen, nicht stehen bleiben, immer weitergehen, da Lawinengefahr besteht. Und wir uns gerade so nah am Berg befinden, dass wenn die jetzt exakt hier runterkommt, wir am Arsch sind. Ich dachte schon, du willst für meine Hose lustig machen. Weil ich nur eine Hose dabei habe, muss ich quasi eine lange Unterhose anziehen. Das geht. Der Alarm ist da. Trotzdem heiß. Ich habe meine... Trotzdem heiß. Ah ja. Er glüht. Also trotzdem war meine eiskalten Finger. Täuscht mich, dass wir das Wasser aus dem Wasserhahn nehmen. Aber normalerweise sollten wir dann Trinkwasser dafür verwenden. Aber wir ziehen es eigentlich seit Anfang an durch. Und uns geht's immer noch gut. Hallo? Oh nein! Ach, auch noch ins Blumsklo! Oh, ich hab gedacht, in das Klo. Die musst du doch die ganze Sana, was passiert? Ist das Ding ins Klo gefallen. Ich hab's hier auf der Hose. Klo? Bitte mehr Details. Was für ein Klo? Blumsklo. Einmal mit Seife und dann kann ich die gleich auf den Ich hab so den. Da hilft nichts mehr, nee. Eigentlich kannst du echt weg damit. Ah!